Sony hat heute bekannt gegeben, dass Beta-Nutzer bald die Möglichkeit haben werden, den Speicher der PS5 mit einer handelsüblichen M2 SSD zu erweitern. Und es sind jede Menge Infos, deswegen lese ich euch das jetzt einfach mal kurz vor. Was ist eine M2 SSD? M2 SSD-Geräte sind High-Speed Solid-State Drive-Medien, die PS5 Beta-Nutzer installieren können, um die Speicherkapazität ihrer PS5-Konsole oder PS5 Digital Edition-Konsole zu erweitern. Ein separater Kauf ist daher dazu erforderlich. Sony empfiehlt vor dem Kauf der neuen M2 SSD zu überprüfen, ob eine Einladung für die Beta-Version vorhanden ist, also ob man quasi Beta-Nutzer ist. Warum solltet ihr eurer PS5-Konsole eine M2 SSD hinzufügen? Nach der Installation in der PS5-Konsole kann der M2 SSD-Speicher zum Herunterladen, Kopieren und Starten von PS5 und PS4-Spielen sowie Medien-Apps verwendet werden. Dadurch habt ihr dann auch mehr Speicherplatz auf der PS5-Konsole zur Verfügung. Ihr könnt Spiele frei zwischen dem Speicher der PS5-Konsole, einem angeschlossenen erweiterten USB-Speichergerät und dem hinzugefügten M2 SSD-Speicher verschieben. Welche M2 SSDs sind mit PS5-Konsolen überhaupt kompatibel? Es ist wichtig, dass ihr nur eine unterstützte M2 SSD zur Erweiterung des Speichers eurer PS5-Konsole verwendet. Achtet darauf, dass ihr eine M2 SSD verwendet, die den folgenden Anforderungen entspricht. Da es sich um eine Beta-Version handelt, beachtet hier auch, dass die endgültigen Spezifikationen sich vor der offiziellen Veröffentlichung der Systemsoftware noch ändern können. Anforderungen an die M2 SSDs für PS5-Konsolen ist eine PCI Express Gen 4 M2 NVMe SSD. Unterstützt werden Kapazitäten von 250 GB bis 4 TB. Zur Kühlstruktur schreibt Sony, um eine M2 SSD zusammen mit der PS5-Konsole zu verwenden, ist eine effektive Wärmeableitung mit einer Kühlstruktur wie zum Beispiel einem Kühlkörper erforderlich. Diesen könnt ihr selbst an eurer M2 SSD anbringen und das entweder im einseitigen oder doppelseitigen Format. Es gibt auch M2 SSDs, die über integrierte Kühlstrukturen, zum Beispiel Kühlkörper, verfügen. Die Lesegeschwindigkeit sollte mindestens 5500 MB pro Sekunde oder auch schneller sein. Die Modulbreite ist 22 mm, eine Millimeterbreite von 25 wird nicht unterstützt. Zum Formfaktor nennt Sony die M2-Typen 2230, 2242, 2260 und 2280 und auch die 22110. Diese Zahlen findet ihr in den Verkaufsdetails für M2 SSD-Geräte. Die ersten beiden Ziffern bezeichnen hierbei die Breite, die übrigen Ziffern die Länge. Die Gesamtgröße einschließlich der Kühlstruktur in Millimetern sollte kleiner als 110 mm und 25 mm breit und in der Höhe 11,25 mm sein. Die Größe unterhalb der Platine muss weniger als 2,45 mm betragen. Die Gesamtgröße oberhalb der Platine muss weniger als 8 mm betragen. Sowohl einseitige als auch doppelseitige M2 SSD-Geräte werden unterstützt. M2 SATA SSDs werden nicht unterstützt. Lest euch vor dem Kauf also unbedingt die Spezifikationen des Laufwerks sorgfältig durch und kontaktiert den Verkäufer oder Hersteller, wenn ihr weitere Informationen benötigt. Sony kann nicht garantieren, dass alle M2 SSD-Geräte, die den beschriebenen Spezifikationen entsprechen, mit der Konsole funktionieren und daher übernehmen sie auch keine Verantwortung für die Auswahl, Leistung oder Verwendung der Produkte von Drittanbietern. Nicht alle Spiele können mit der exakt gleichen Leistung wiedergegeben werden, die von der internen Ultra High-Speed SSD der PS5-Konsole bereitgestellt wird, selbst wenn die sequentielle Lesegeschwindigkeit des M2 SSD-Geräts höher als 5500 Mbit pro Sekunde ist. Die meisten M2 SSD-Geräte mit den vorhin genannten Typnummern und ohne integrierte Kühlstruktur passen in den SSD-Steckplatz der PS5-Konsole. Die Größen für Kühlstrukturen variieren jedoch stark. Wenn ihr euch also nicht sicher seid, ob eine M2 SSD oder eine Kühlstruktur ihr in Betracht zieht, die hier aufgeführten Größenanforderungen erfüllen, empfiehlt Sony nach einer anderen Produktoption zu suchen oder den Verkäufer oder Hersteller für weitere Informationen zu kontaktieren. Außerdem gibt Sony zusätzlich noch
noch eine Anleitung zum Einbau der SSD in die PS5-Konsole und auch zum Entfernen. Spannend wird es jetzt definitiv, wenn ihr auch schon länger auf die SSD spekuliert hattet. Seid ihr damit nicht alleine und viele werden jetzt schnell eine der begehrten SSDs kaufen wollen und das könnte den Preis schnell nach oben treiben. Noch ist diese Möglichkeit nur für Beta-Nutzer, aber das könnte sich schnell ändern. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, dann verpasst ihr das auch nicht.